Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und heute male ich wieder ein schönes Meerbild in nur 10 Minuten und es ist ganz leicht nachzumalen. Und falls du Schwierigkeiten hast, dann schreibe mir in die Kommentare und ich versuche dir weiterzuhelfen. Du kannst mir auch sehr gerne eine E-Mail mit deinem Foto schicken und dann schaue ich mir das an und stelle mir deine Frage und ich helfe dir gerne. Und hier siehst du schon, ich habe oben weiß aufgelegt, eine dünne Schicht und jetzt habe ich Blau dazu genommen, oben ein dunkleres Blau und unten ein helleres Blau und jetzt verwische ich das mit sanften Pinselstrichen hin und her und so wird das schön verblendet. Damit das ein bisschen wärmer wird, habe ich jetzt Pink dazu genommen und das wird jetzt auch durch Hin- und Herwischen der Farbe miteinander vermischt auf dem Malgrund. Du kannst auch sehr gerne eine Leinwand nehmen. Ich arbeite hier auf einer kleinen Holzplatte. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir deinen Daumen hoch da lässt und wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich lade dich von Herzen ein, Kanalmitglied zu werden. Da findest du auch einige Videos mit genauer Beschreibung. Und alle Videos sind werbefrei. Hier unten habe ich jetzt Indigo-Blau genommen. Das ist ein schönes, dunkles Blau. Ich mag es sehr, sehr gerne. Du kannst natürlich die Farben nehmen, die du da hast. Und hier arbeite ich mit dem Spachtel. Unterhalb des Spachtels habe ich jetzt die weiße Farbe und das verteile ich mit dem Spachtel hin und her und du kannst den Winkel vom Spachtel zum Malgrund immer ein bisschen ändern und dann triffst du mal mehr mit dem Spachtel den Malgrund und mal weniger. Also hast du mal eine große Fläche, mit der du die Farbe hin und her wischst und mal nur eine Kante. Versuch mal, wie das klappt. Ach, da bekommst du richtig Lust, ins Wasser zu springen. Versuch mal eine hellere Farbe zu nehmen und mal eine dunklere Farbe zu nehmen. So entstehen Lichter und Schatten und dein Gemälde wird lebendig. Ich empfehle dir immer nur wenig Farbe zu nehmen, dann bleibst du flexibel und du kannst die Farbe auf dem Malgrund viel besser verarbeiten und die Gefahr besteht nicht, dass du nachher nur einen Farbfleck, eine Matschepampe hast und die du dann nicht bewältigen kannst. Ich empfehle dir also, von Schicht zu Schicht zu arbeiten, erst den Hintergrund, dann eine kleine Vormalung, wie das Grundgerüst sozusagen sein soll und dann die dritte Schicht, kommen dann die Feinheiten und wenn du wenig Farbe nimmst,
dann geht das auch ziemlich unkompliziert und du kriegst ganz schöne Gemälde hin. Du kannst mit einem Spachtel die Farbe auflegen und du kannst sie auch wieder wegnehmen. Die Schaumkrone leuchtet und dieses Leuchten spiegelt sich dann auch auf der Wasseroberfläche, die davor liegt, wider. Hier male ich noch einen Mond. Oder den Mond. Wir haben ja nur einen. Oder vielleicht ist es auch die Sonne. Ganz so, wie du das möchtest. Jetzt arbeite ich mit der Zahnbürste und da ist die Farbe relativ flüssig. Also ich nehme die Zahnbürste aus dem Wasser, ich klopfe sie nur mal gegen meinen Wasserbehälter und dann geht es dann in die Farbe und die vermische ich dann die Farbe mit dem Wasser und so kannst du ganz einfach Spritzer auf deinen Malgrund bringen. Sollte die Farbe überall landen, nur nicht auf deinem Malgrund, dann ändere etwas den Winkel von dem Zahnbürstenkopf. Und dann ist das Gemälde auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was mitnehmen. Und wenn du magst, dann lass mir einen super Thanks da. Oder ich freue mich auch sehr über einen digitalen Kaffeefreund. PayPal findest du in der Videobeschreibung. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Liebe. Deine Anke.